Guten Tag, mein Name ist Matija Kusek, ich bin der Director Sales und Marketing für Deutschland. Wir sind auch dieses Jahr bei FIBO und ich möchte einfach sagen, wer wir sind, was wir machen. Enifit Healthtech GmbH gibt es seit 2014. In Frankfurt wurde die Firma gegründet und die ersten Pläne und erste Entwicklungen der Maschinen wurden auch in Frankfurt gemacht. Also Produkte sind made in Germany. 2017 waren wir auch das erste Mal beim FIBO. Ich werde jetzt im Nachhinein euch zeigen, auch unsere Palette und erklären unser neues Ökosystem. Und jetzt möchte ich zusammenfassen, was macht Enifit und was macht Enifit so unique auf dem Markt. So, wir sind nicht nur Hardware-Hersteller, wie man sieht, Kraftgeräte und Cardio, sondern wir schreiben unsere eigene Software und wir machen Programme für Trainingssysteme, für Cardio und Kraft. Und wir haben sogar ein eigenes Member-App. Also, das macht das Ganze ein abgeschlossenes System, der perfekt abgestimmt ist als perfekte und optimale Lösung für jedes Fitnessstudio. Und nicht nur jedes Fitnessstudio kann davon profitieren, sondern auch Hotels, Krankenhäuser und Corporates. Und jetzt zeigen wir einen kurzen Film über den neuen Software, den wir entwickelt haben. Wir nennen diese Software SaaS und das ist nichts anderes als eine Software über die Verwaltung der Mitglieder und den ganzen Studio. Ich werde jetzt ein paar Features einfach zeigen, was wir schon gemacht haben. Also, wir haben den Überblick über allen möglichen neuen und also bestehenden Kunden und ich kann auch natürlich einen neuen Kunden dann dazu fügen oder ich kann, wenn ich eine ältere Software früher hatte, ich kann natürlich auch alle schon Daten über die Members kann ich schon einfach importieren. Natürlich hat diese Software andere Features auch. Ganze Kursplan, also kann man dann eintragen, hat man einen tollen Überblick auch. Ne? Wann sind die Kurse, große Kurse, kleine Kurse, Privattraining. Ich kann dann alle Entry Records also sehen, bedeutet auf Deutsch, wann die Kunden eigentlich trainiert haben. Weil die müssen sich natürlich mit einem Bracelet müssen sich anmelden. Genau, dann sehe ich, dass der Ross kam dann und dann an, am 15.04. um 10:06 Uhr, hat sich angemeldet und er trainiert noch. Ne? Und dann kommt natürlich die Zeit, wenn er rauskommt. Dann habe ich Produkte, zum Beispiel als Mitgliedschaft. Zum Beispiel dann habe ich Überblick, auch welches Paket jedes Mitglied hat. Habe ich dann Überblick über die Kosten und welche Mitglieder auch bei welchen Kursen dabei sind. Natürlich Kostenüberblick. Und habe ich natürlich finanzielle Daten, kann ich dann sehen, wie läuft mein Studio. In jedem Moment quasi per Klick sehe ich, was aktuell dran ist. Und ich habe natürlich auch, was dazugehört, auch einen Überblick der Angestelltenkosten und so weiter. Natürlich, das ist jetzt die erste Version mit den Basic Features, aber die ist schon sehr gut. Jetzt möchte ich zeigen, was passiert, wenn ein neuer Mitglied in ein Fitnessstudio kommt. Wir haben so eine Gesichtserkennungssoftware. Und der gibt mir dann ein neues Bracelet, mit dem ich später dann natürlich ins Studio reinkommen kann. Wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt Eingangstür, und ich komme und ich kann reinkommen. Ja? Oder wenn ich dann in der Umkleidekabine bin, kann ich meine Sachen abstauen. Ja? Das war's, so einfach ist es. So, und an diesem Gerät kann ich ja verschiedene Funktionen ausüben. Ich starte mit meiner Körpermessung, weil ich ja natürlich wissen möchte, wie ich dann zusammengebaut bin. Da gibt es verschiedene Testmöglichkeiten. Wir haben einmal Cardio-Fitness-Test, dann haben wir Muscle-Strength-Test, Physical-Fitness-Test und Body-Component-Test. Ich starte mit Body-Test. Dazu muss ich hier die Hebel rausziehen. Einmal, zweimal. Und die Waage.
Diese Testphase wird mit barfüßig durchgeführt, deswegen ziehe ich meine Schuhe aus. So, dann stelle ich mich barfüßig auf die Waage und ganz wichtig nochmal mit den Händen hier festhalten. Genau. Und dann werden auch verschiedene Funktionen gemessen im Körper. Zum einen das Körperfett, ja, dann haben wir Körpergewicht, dann haben wir Muskel, Proteinanteil und andere Komponenten, die im Körper zusammengebaut sind. Bevor wir weiter trainieren, werden wir One-RM-Test abschließen. Ein RM-Test misst die maximale Kraft bestimmten Muskelgruppen. So, und jetzt beginnen wir mit unserer Ausdauereinheit. Dafür haben wir unser Bändchen. Dann melden wir uns hier an. Genau. Und jetzt habe ich eine Option, auf Quickstart zu gehen. Das heißt, ganz einfache Ausdauereinheit und da kann ich ja auch verschiedene Strecken aussuchen. Ja? Ich gehe auf Australian Canyon, genau, und dann kann ich schon mal loslaufen. Genau. Ich habe einen schönen Ausblick, damit, wenn ich 2 Stunden laufe, nicht langweilig wird. Genau. Und ich fange mit der Aufwärmphase an, 3 Kilometer. Genau, ganz einfach, ganz locker laufen. Dann gehe ich die nächste Stufe und laufe schon mal ein bisschen schneller. Genau. Ich möchte natürlich auch berghoch laufen. Das heißt, ich nehme auch die Steigung. Für mich ist es natürlich noch viel zu langsam. Ich gehe jetzt auf die nächste Stufe und gebe jetzt ordentlich Gas. Und jetzt geht es ordentlich ab. Genau. Und wenn ich fertig bin, dann drücke ich einfach auf Stopp und laufe langsam aus. Genau, so funktioniert mein Laufband, wenn ich meine Ausdauereinheit machen möchte oder mich aufwärmen für das Training möchte. Und an dieser Maschine möchte ich natürlich meine Schultermuskulatur trainieren. Dafür melde ich mich mal an und starte meine Trainingseinheit. Genau. Jetzt stelle ich meine Sitzhöhe ein, das Gewicht, Rücken auflegen und jetzt bin ich bereit, um die Übung anzufangen. So, jetzt drücke ich nach oben, so dass die Ellenbogen noch leicht gebeugt bleiben und gehe zurück auf die Ohrenhöhe. Und gehe wieder nach oben, kurz anhalten und schön langsam wieder zurück. Ich merke schön, wie meine Schultermuskulatur bewegt wird und Spannung bekommt. Und gleichzeitig kann ich mich auf diesem Bildschirm meine Bewegungsamplitude kontrollieren, so dass ich die Übung sauber ausführe und genau an meinem Ziel arbeite. Jetzt merke ich, wie ich meine Schultermuskulatur schön trainiert habe und jetzt gehe ich zur nächsten Übung.